Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder hier bist, direkt bei uns auf dem YouTube-Kanal. Also bei Deutsch klingt. Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns wirklich total, dass du eingeschaltet hast. Genau. Und bevor wir gleich tief in unser heutiges Thema eintauchen, habe ich direkt am Anfang eine kleine Bitte an dich. Bitte abonniere unseren Kanal, hinterlasse uns gerne einen Kommentar und teile diese Episode mit anderen Leuten, die vielleicht auch gerade Deutsch lernen oder sich für Deutschland interessieren. Das hilft uns nämlich ungemein, diesen Kanal hier weiter aufzubauen. Und weißt du, als deine Deutschlehrer haben wir heute eine ganz besondere Mission für dich vorbereitet. Oh ja, das haben wir, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir haben auch eine kleine Erinnerung für dich. Wir sprechen heute wirklich sehr, sehr langsam und deutlich, damit du jedes einzelne Wort verstehst. Richtig, das Tempo ist heute super entspannt. Ganz genau. Und wenn wir mal ein schwieriges Wort benutzen, dann keine Panik, wir erklären es dir natürlich ganz genau. Also, worum geht es heute? Wir machen heute eine sehr detaillierte Analyse von bestimmten, ungeschriebenen kulturellen Regeln in Deutschland. Ja, diese Regeln stehen in keinem normalen Grammatikbuch, ne? Unser Quellenmaterial ist heute eine Liste von 7 Dingen, die man in Deutschland absolut nicht tun sollte. Genau, Dinge, die man nicht tun sollte. Und unser Ziel ist es einfach, dir diese sozialen Regeln zu erklären, damit du dich im deutschen Alltag, also wenn du hier bist, total sicher fühlst und peinliche Situationen vermeidest. Das ist so wichtig, weil, also stell dir mal vor, du lebst in Deutschland und der Sonntag steht vor der Tür. Du denkst, ach cool, ich habe Zeit, ich erledige mal ein paar Dinge. Falsch gedacht. Oh ja, ganz falsch gedacht. Das ist nämlich direkt unser erster Punkt. Die heilige Sonntagsruhe. Also der Sonntag in Deutschland ist wirklich, wie soll ich das sagen? Er ist ein heiliger Tag. Und das meine ich nicht nur religiös. Nee, überhaupt nicht. Die Geschäfte sind einfach geschlossen. Supermärkte, Klamottenläden, fast alles. Man arbeitet nicht. Und das Wichtigste ist, die Menschen wollen ihre Ruhe haben. Ich vergleiche den deutschen Sonntag ja immer gerne mit einer riesigen, landesweiten Bibliothek. Haha, eine Bibliothek. Das ist ein guter Vergleich. Ja, oder? Man hat das Gefühl, man muss im ganzen Land flüstern. Es ist absolut tabu, am Sonntag laute Musik zu hören. Oder, noch schlimmer, mit einem Bohrer in die Wand zu bohren. Oh Gott, ja, Bohren am Sonntag, das ist der ultimative Fehler. Lass uns kurz das Wort bohren erklären. Für die, die es vielleicht nicht kennen, also bohren bedeutet, mit einer elektrischen Maschine ein Loch in eine Wand zu machen. Zum Beispiel, wenn du ein Bild aufhängen willst. Genau, das macht sehr viel Lärm, so ein lautes Geräusch. Und das ist sonntags oft sogar offiziell verboten. Offiziell verboten. Aber mal ehrlich, ich muss da mal kritisch nachhaken. Nehmen die Nachbarn das wirklich so ernst? Oder ist das so ein typisches Klischee, das man sich über Deutsche erzählt? Nein, das ist definitiv kein Klischee. Die Nachbarn nehmen das extrem ernst. Und unsere Quelle bestätigt das auch. Die Leute beschweren sich tatsächlich bei dir, wenn du sonntags laut bist. Wahnsinn! Ja, und das liegt oft an der sogenannten Hausordnung. Ah, die Hausordnung, das ist auch so ein wichtiges Wort. Was genau ist das? Also, eine Hausordnung, das sind die offiziellen Regeln für alle Bewohner eines Hauses. Wenn du eine Wohnung mietest, unterschreibst du diesen Vertrag. Darin steht ganz genau, wann du leise sein musst. Okay, also man unterschreibt quasi für die Ruhe. Ganz genau. Und der Sonntag ist da komplett rot markiert. Keine lauten Maschinen, kein Rasenmähern, keine laute Musik. Okay, das heißt, der Sonntag ist wirklich zum extremen Entspannen da. Aber wenn man sich am Sonntag dann so richtig gut erholt hat, ne, dann kommt der Montag. Oh ja. Und montags muss man einkaufen gehen, weil der Kühlschrank nach dem Sonntag ja leer ist. Genau. Und da wartet dann das genaue Gegenteil von Entspannung auf dich. Nämlich an der Supermarktkasse. Der absolute Stress pur. Ja, Einkaufen in Deutschland kann wirklich ein richtiges Stressgefühl auslösen. Das ist unser zweiter Abschnitt heute. Der Stress an der Kasse. Es fängt ja schon damit an, dass du deine eigenen Sachen mitbringen musst. Richtig, du musst deine eigenen Taschen oder Rucksäcke mitbringen. Es gibt in Deutschland nämlich keine kostenlosen Tüten an der Kasse. Lass uns das Wort Tüten kurz klären. Ah ja, gute Idee. Also Tüten sind im Prinzip Taschen. Meistens meint man damit Taschen aus Plastik oder aus Papier, in die man seine Einkäufe packt. Genau. Und wenn du keine eigene Tüte dabei hast, musst du eine kaufen. Aber das eigentliche Problem ist ja das Tempo an der Kasse, oder?
Oh Gott, das Tempo. An der deutschen Kasse geht alles extrem, also wirklich extrem schnell. Die Kassierer scannen die Produkte so schnell, dass du gar nicht hinterherkommst. Und niemand, wirklich niemand hilft dir beim Einpacken. Du bist komplett auf dich allein gestellt. Ja, und während du da verzweifelt versuchst, deine Tomaten in den Rucksack zu werfen, schauen die Kunden hinter dir schon total ungeduldig. Die berühmten, genervten Blicke der anderen Deutschen. Genau, also die oberste Regel lautet da, gut vorbereitet sein. Die Devise ist Effizienz. Warte, Devise, das sollten wir auch kurz erklären. Stimmt. Eine Devise ist ein Synonym für ein Motto oder eine Strategie. Also deine Strategie beim Einkaufen sollte sein, sei vorbereitet. Lass uns mal analysieren, warum das so ist. In Deutschland wird Effizienz im Alltag einfach enorm geschätzt. Die Supermarktkasse ist kein Ort für Smalltalk. Überhaupt nicht. Nein, es ist ein Ort der schnellen Abwicklung. Zeit ist Geld. Die Supermärkte wollen so viele Kunden wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich bedienen, um die Preise niedrig zu halten. Okay, das macht natürlich wirtschaftlich Sinn, aber es ist trotzdem ein kleiner Kulturschock, wenn man das nicht gewohnt ist. Man lässt sich da am besten einfach nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn es schwerfällt. Absolut. Einfach atmen und schnell einpacken. Genau. Puh, also dieses extrem schnelle Einpacken macht ja irgendwie auch durstig und müde. Haha, ja, das ist Hochleistungssport. Und wenn man dann danach in der Stadt unterwegs ist, vielleicht einen Kaffee getrunken hat, dann muss man irgendwann zwangsläufig auf die Toilette. Oh, ein sehr wichtiges Thema. Unser dritter Punkt. Ja, das Geschäft mit den öffentlichen Toiletten. Weißt du, in vielen Ländern sind öffentliche Toiletten, also zum Beispiel in einem Park oder am Bahnhof, komplett gratis. Man geht rein und fertig. Aber nicht in Deutschland. Hier ist das oft ganz anders. Oh ja. In Deutschland musst du für Toiletten in der Öffentlichkeit fast immer bezahlen. Meistens sind das so 50 Cent oder 1 Euro. Und das Wichtigste dabei ist, du solltest niemals, wirklich niemals ohne passendes Geld zu einer Toilette gehen. Du brauchst nämlich zwingend Kleingeld. Kleingeld, ein fantastisches Wort. Also Kleingeld, das sind Münzen. Harte Münzen aus Metall, keine Geldscheine aus Papier. Wenn du nur einen 50-Euro-Schein hast, hast du ein Problem. Ein sehr großes Problem. Manche Toiletten haben nämlich so eiserne Drehkreuze. Da musst du die Münze einwerfen, sonst geht die Tür gar nicht erst auf. Das ist so verrückt. Ich sag immer lachend, Kleingeld ist in Deutschland wie eine Eintrittskarte für die Erleichterung. Haha, das trifft es perfekt. Eintrittskarte für die Erleichterung. Aber mal provokant gefragt, ist es nicht total seltsam für Menschen aus anderen Kulturen, dass ein menschliches Grundbedürfnis einfach Geld kostet? Ja, absolut. Unsere Quellen zeigen ganz klar, dass Reisende davon oft richtig schockiert sind. Sie können das gar nicht glauben. Aber es gibt einen Grund, oder? Genau, der deutsche Gedanke dahinter ist, wenn man etwas bezahlt, wird es auch gepflegt. Mit dem Geld werden die Reinigungskräfte bezahlt, das Toilettenpapier, die Seife. Es ist ein Deal für Sauberkeit. Okay, das ergibt Sinn. Man zahlt für den Service. Verstehe. So, vom privaten Bedürfnis im öffentlichen Raum wechseln wir nun dazu, wie man sich generell in der Öffentlichkeit verhalten sollte. Oh, das ist unser 4. Abschnitt. Da geht es um das Thema Lärm und unauffälliges Verhalten. Richtig. Es wird in Deutschland nämlich als sehr, sehr unhöflich empfinden, wenn man in der Öffentlichkeit sehr laut ist. Also zum Beispiel im Restaurant oder im Zug. Lass uns kurz unhöflich erklären. Das ist ein Adjektiv und bedeutet, dass jemand respektlos ist oder keine guten Manieren hat. Genau. Und wenn du mit einer Gruppe von Freunden im Zug sitzt und ihr lacht extrem laut oder redet quer durch das Abteil, das ist unhöflich. Die Leute werden dich anstarren. Und unsere Quelle sagt auch, man schämt sich oft sogar selbst, wenn die eigene Gruppe die lauteste im ganzen Raum ist. Ja, man will am liebsten im Boden versinken. Man hat das Gefühl, man stört die Mitmenschen. Ah, Mitmenschen. Auch ein tolles deutsches Wort. Das sind einfach die anderen Personen um dich herum in der Gesellschaft. Genau. Man nimmt in Deutschland einfach sehr viel Rücksicht auf die Mitmenschen im öffentlichen Raum. Und das bringt uns direkt zu einem weiteren Punkt in der Öffentlichkeit, der extrem streng gesehen wird. Richtig, die Ampel. Die berühmte rote Ampel für Fußgänger. Oh mein Gott, ja. Die Regel lautet, man darf auf gar keinen Fall über eine rote Ampel gehen. Niemals. Selbst wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Wenn du es doch tust, erntest du sofort strenge Blicke.
Oder, und das ist der absolute Klassiker, du hörst den berühmten Spruch der Deutschen. Welchen Spruch? Hier sind Kinder. Genau der. Hier sind Kinder. Haha, ja. Ich spiele diese Situation manchmal gedanklich durch. Stell dir vor, es ist nachts um 3. Es regnet in Strömen. Du stehst an einer Kreuzung. Es kommt wirklich kein einziges Auto. Nichts. Und trotzdem stehen da 3 Deutsche im Regen und warten brav, bis die Ampel auf grün springt. Ja, und wenn du dann losgehst, ruft dir jemand hinterher. Hallo, hier sind Kinder. Auch wenn gar keine Kinder da sind. Es ist absurd. Aber wie verbindest du das als Experte, also dieses ruhige Verhalten im Zug und das Warten an der Ampel? Gibt es da eine Verbindung? Ja, die gibt es definitiv. Das zeigt ein ganz tiefes deutsches Bedürfnis nach gesellschaftlicher Ordnung. Es geht um die Vorbildfunktion. Vorbildfunktion, also dass man ein gutes Beispiel für andere ist. Genau. Die Idee ist, Regeln gelten immer. Wenn jeder nur dann auf Regeln hört, wenn es ihm gerade passt, dann bricht das Chaos aus. Und besonders gegenüber Kindern hat man als Erwachsener die Pflicht, sich an die Regeln zu halten. Immer. Also ist dieses Warten an der Ampel eigentlich ein Akt von Solidarität für die ganze Gesellschaft? Sozusagen, ja. Auch wenn es nachts um 3 manchmal etwas komisch wirkt. Wahnsinn! Okay, das ist tiefgründig. Aber weißt du, nach so einem langen Tag voller Regeln, wir waren leise am Sonntag, gestresst im Supermarkt, haben für die Toilette gezahlt und nachts an der Ampel gewartet. Haha, ja, ein harter Tag. Da wollen wir uns doch am Abend im Restaurant mal so richtig entspannen, oder? Auf jeden Fall. Aber selbst da gibt es in unserem 5. Abschnitt noch 2 ganz wichtige Dinge zu beachten. Natürlich gibt es die. Was ist die erste Regel im Restaurant? Die erste Regel betrifft das Anstoßen mit Getränken. Wenn man sein Glas hebt und Prost sagt, dann muss man sich dabei direkt in die Augen schauen. Und wenn man das nicht macht? Wenn man zum Beispiel auf den Tisch guckt, Dann droht ein sehr lustiger, aber strenger Aberglaube. Dann hat man nämlich 7 Jahre lang schlechten Sex. ach krass, 7 Jahre. 7 Jahre, das ist ein Aberglaube. Lass uns Aberglaube erklären. Also, ein Aberglaube ist ein irrationaler Glaube an Magie oder daran, dass bestimmte Dinge Glück oder eben Pech bringen. Wie hier der schlechte Sex. Genau. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich bewiesen, aber die Deutschen nehmen diesen Augenkontakt wirklich unglaublich ernst. Es gilt als extrem unhöflich wegzuschauen. Es geht um Vertrauen. Okay, also ich merke mir. Beim Prost immer tief in die Augen schauen. Und was ist das zweite Ding im Restaurant? Das zweite Thema ist das Wasser. In vielen Ländern setzt man sich an den Tisch und bekommt sofort kostenlos Leitungswasser serviert. Ja, in Frankreich oder den USA ist das total normal. In Deutschland darfst du das nicht erwarten. Restaurants verlangen in der Regel Geld für Wasser. Du musst eine Flasche Mineralwasser kaufen. Warte, wirklich? Wenn ich wirklich nur ein ganz normales Glas Wasser aus dem Hahn möchte, weil ich Durst habe, muss ich das bezahlen? Ja, oft ist das so. Die Quelle erklärt das auch sehr gut. Es steht dann oft auf der Rechnung, der Grund ist, dass deutsche Restaurants ihren Hauptumsatz mit Getränken machen. Hauptumsatz, das heißt, das meiste Geld, das die Firma, also das Restaurant verdient, kommt von den Getränken. Ganz genau. Das Essen ist oft gar nicht so teuer, da verdienen sie nicht viel dran. Der Profit kommt über Bier, Wein, Limo und eben das teure Wasser. Es schützt also einfach das Geschäftsmodell der Restaurants. Okay, das bedeutet, ich darf nicht böse auf den Kellner sein, es ist einfach das System. Richtig. Einfach akzeptieren und das Wasser bezahlen. Puh, also, damit haben wir jetzt eigentlich einen kompletten Tag in Deutschland simuliert, oder? Ja, vom ganz leisen Sonntagmorgen bis zum abendlichen Restaurantbesuch. Wow. Lass uns das für unseren Zuhörer nochmal ganz kurz, extrem langsam und klar zusammenfassen, damit man das auch wirklich nicht vergisst. Sehr gerne. Also, erstens, sei sonntags unbedingt leise. Zweitens, bring immer deine eigenen Tüten in den Supermarkt mit und pack schnell ein. Drittens, habe immer Kleingeld für die öffentliche Toilette dabei. Viertens, sei nicht zu laut in der Öffentlichkeit, nimm Rücksicht auf die Mitmenschen. Fünftens, warte an der roten Ampel, auch wenn kein Auto kommt. Sechstens, schau den Leuten beim Anstoßen immer direkt in die Augen. Und siebtens, erwarte absolut kein Gratiswasser im Restaurant. Okay, das ist eine ganz schön lange Liste an Verboten und Regeln. Ja, das stimmt. Und dazu möchte ich dir, also unserem Zuhörer, noch einen etwas provokanten Schlussgedanken mit auf den Weg geben. Oh, da bin ich gespannt. Wir haben jetzt sehr viele Regeln besprochen, die am Anfang total einschränkend wirken könnten. Man denkt vielleicht, wow, man darf ja gar nichts in Deutschland. Ja, das Gefühl kann man schnell bekommen. Aber überlege dir mal Folgendes.
Schaffen all diese strengen Regeln für Ruhe und für Ordnung vielleicht ironischerweise eine Gesellschaft, in der sich die Menschen am Ende sicherer und freier fühlen? Wie meinst du das genau? Naja, weil sie eben genau wissen, was sie erwarten können. Wenn du weißt, dass sonntags keiner bohrt, kannst du dich 100%ig entspannen. Wenn du weißt, alle warten an der Ampel, ist der Verkehr sicherer. Diese Vorhersehbarkeit gibt einem doch auch eine enorme Freiheit im Kopf, oder? Das ist ein richtig guter Gedanke. Wenn die äußere Ordnung klar ist, hat man innerlich mehr Ruhe. Das ist faszinierend. Da solltest du, lieber Zuhörer, heute mal drüber nachdenken. Genau. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Unterrichtsstunde. Es hat wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Wir verabschieden uns für heute von dir. Schön, dass du bei Deutsch klingt dabei warst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und nochmal unsere ausdrückliche Bitte an dich, wenn dir diese etwas andere Unterrichtsstunde gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal, teile dieses Video mit deinen Freunden, die auch Deutsch lernen. Und schreib uns unbedingt einen Kommentar unten rein. Uns interessiert nämlich brennend, welche dieser 7 Regeln findest du persönlich am verrücktesten? Oh ja, das will ich auch wissen. Also tippt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch klingt. Macht's gut. Tschüss und bis bald.